Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Gleich geht's los nach dem Intro. So, wie ihr ganz gut erkennen könnt, ich bin wieder mit Anne unterwegs. Hallo. Sie winkt, sie spricht, das heißt wir haben Bild und Ton von ihr auch, machen heute einen kleinen Dualvlog. Ja, Thema heute ist Anti-Klappern. Ja, ich hatte ja in den letzten Videos auch wieder das Phänomen gehabt, dass meine Kette wieder diese Klappergeräusche gemacht hat. Ich bin ja davon ausgegangen, dass das hinten von diesem Unterfahrschutz kommt. Aber das ist vielleicht sogar ein selbstgemachtes Klapperproblem gewesen. Weil ich hatte mir das Blech nochmal angeguckt gehabt und dachte, naja, eigentlich sollte das nicht mehr das Problem sein. Weil ich hatte das ja letztes Mal so ein bisschen verschoben gehabt, dass da nicht mehr gegenkommen kann. Und es war ja plötzlich wieder da gewesen. Und es tritt immer auf, wenn ich zu zweit fahre. Also wenn hinten weiter eingefedert ist, dann kommt diese Klapperei. Ich glaube, es liegt damit, hängt damit zusammen mit dem Bau meiner Wheelie-Bar-Verstärkung. Ich habe ja diese zusätzliche Strebe, die ja parallel zu diesem Heckrahmen unten hinten runter geht. Und ich zeige euch das gleich, wenn wir mal anhalten. Da ist auf jeden Fall das quasi unten noch in der Nähe von der Fußraste befestigt. Und da habe ich eine Schraube mit Mutter und was halt so dazugehört. Und diese Teile waren quasi über der Kette. Und ich vermute oder hoffe, dass es das jetzt war, dass wenn man zu zweit drauf gesessen hat, es halt so weit einfedert und wenn der Schlag der Kette dann nachher ist, er immer gegen diesen Schraubenkopf vielleicht gegengekommen ist, dass das das Geräusch entwickelt hat. Da habe ich jetzt die Schraube rausgenommen. Das war ja normalerweise eine normale Sechskantschraube mit Mutter und Sicherung und Unterlegscheibe und habe da so eine, wie nennt man die, mit so einem Flachkopfschrauben oder sowas, die man so ich zeige euch die. Die haben bestimmt einen Fachausdruck, den weiß ich nicht. Wenn ihr das schreibt, gerne unten rein. Auf jeden Fall habe ich die jetzt ausgetauscht, habe die von hinten rein, dass das jetzt viel weiter weg ist von der Kette, dass die mehr Platz hat und quasi nicht mehr von außen den Schraubenkopf, sondern da quasi, dass ich da jetzt die Mutter drauf geschraubt habe. Ich erkläre es wahrscheinlich wieder total kompliziert, deswegen ich zeige euch das gleich und das werden wir gleich mal ausprobieren. Ich werde gleich mal, wir fahren mal auf so eine kleine Nebenstraße gleich, dann werde ich Anne mal hinten drauf nehmen aufs Quad und dann werden wir es mal ausprobieren, ob das Klappergeräusch dann immer noch da ist, ob es funktioniert hat, die Repariererei oder ob es Käse war. Aber wenn es das jetzt wirklich war, dann war nicht der Unterfahrschutz schuld. Also am Anfang schon, also ich habe ja gesehen, da waren ja auch die Schleifspuren, aber das hatte ich ja ein bisschen versetzt gehabt und dann ging das. Aber jetzt, wie gesagt, es war ja plötzlich wieder aufgetreten. Zu dem plötzlich aufgetreten muss ich aber dazu sagen, ich bin ewig nicht mehr zu zweit oder mit zwei Leuten auf der Maschine hier gefahren, höchstens mal mit meinen Kids. Und das ist gewichtstechnisch, wirkt sich das überhaupt nicht aus, wenn man hinten jetzt ein Kind drauf hat, da geht die Maschine nicht so weit runter. Aber so wie ein erwachsener Mensch hier drauf sitzt, ist das dann doch schon eine ganz andere Nummer. Vielleicht liegt es daran. Hast du mich jetzt irgendwie schwer genannt? Es kommt gerade kein Ton hier an. Hallo, Verbindungsproblem. Nein, aber du wiegst ja jetzt, ne? Jakob, wie groß ist Jakob? 1 Meter und ein bisschen? 1,10, weiß ich nicht, 1,20? Was wiegt der? 30? Also du wiegst ungefähr 5 Kilo mehr. So ungefähr. Nein, ich kann es ja verraten, ist ja nichts Schlimmes. Wie groß bin ich denn? 1,68 und ich wiege 62 Kilo. Ja, ich glaube, da kommt meine... Sagt keine Frau, ne? Nee. Oh, Tabu gebrochen. Wenn du 1,68 bist, dann bin ich ja gigantische 4 cm größer. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Irgendwie habe ich mir das Gefühl, dass ich zu dir runtergucken muss. Vielleicht sollten wir bei dir nochmal nachmessen. Nee, lass mal. Das stimmt, was im Perso steht. Das stimmt. So, ich versuche jetzt mal kurz zu überholen. So. Machen wir kurz einen Positionswechsel. Wir wollen da vorne mal in so einen Feldweg reinfahren. Ihr seht selber, der Himmel ist heute strahlend blau. Es ist zwar, haben wir Minusgrade an? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, also heute früh war unglaublich kalt, minus 6 Grad oder so. Ja, aber es ist heute nicht so eine feuchte Kälte, also es ist richtig angenehm draußen. Auch vom Fahren her geht das gerade richtig toll. Ja, nur die Handschuhe an, nichts drunter und sowas, es klappt alles wunderbar. Ja, wir suchen jetzt tatsächlich mal so einen kleinen Feldweg aus und wo wir das mal zu zweit ausprobieren, wo wir so ein bisschen Unebenheiten vielleicht haben.
damit man das besser testen kann mit diesem Kettenschlagen. Wir müssen noch mal gucken, wie das gleich ist mit den ganzen Leuten, weil bei dem Wetter zieht es natürlich auch jeden raus zum Spazierengehen. Müssen wir mal gucken, dass wir da auch ein bisschen Platz haben. Weil nur mit 20 km/h oder sowas hatte ich das Problem nicht. Müssen wir da ein bisschen fixer fahren. So, wir müssen jetzt so ein bisschen Slalom fahren. Also es sind schon gut Leute unterwegs. Wir hoffen mal, dass der Feldweg, den wir gleich einschlagen wollen, nicht so stark frequentiert ist. Wir werden sehen. So, den Feldweg haben wir jetzt schon mal erreicht. Wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen langsamer und ruhiger fahren, weil da vorne habe ich schon wieder gesehen, laufen ein paar Leute lang. Ja, wir gucken einfach mal gleich, dass wir da hinten vielleicht so ein kleines Stück haben, wo man es mal ausprobieren kann. Wenn nicht, müssen wir umdisponieren. Aber vielleicht ist vor denen keiner mehr und dann haben wir da hinten noch ein kleines Stück, wo wir dann weiterfahren können. Hier bin ich auch letztens lang gefahren, bin dann irgendwann in der Sackgasse gelandet. Ja, genau, das hört auch da ganz hinten dann irgendwo auf. Ja. Ah, hier hinten sieht das aber schon ein bisschen ruhiger aus. Oh, es spritzt die... Oh. Igitt, das Visier ist auf, alles ins Gesicht. Ah. So, das macht jetzt einen guten Eindruck. Wir sind jetzt schon ein paar Meter unterwegs, wo keiner mehr vor uns ist. Also, wenn wir da vorne gleich mal anhalten und drehen, mal kurz Visier auf. Ich hab das Quatsch schon vorbereitet. Ich habe extra braune Schokosprenkel drauf gemacht. Bei Kuchen hätte ich ja gesagt, oh schön, aber das, ja. So. Dann bin ich immer gespannt. Wir lassen das Visier mal auf, dann hören wir das Geklapper nämlich besser. Warte mal, ich muss mal den Rucksack hier richten. Ach stimmt, wir haben noch einen Rucksack auf. Ja, hast du. So, da bin ich mal gespannt. Jetzt werden wir gleich mal ein bisschen mehr Gas geben. Aber hört sich gut an. Also ich höre zumindest kein Klappern. Hörst du was? Nö. Wir können ja gleich mal so wippen während der Fahrt. Dann simulieren wir mal Schlaglöcher. So, und upp, upp, upp. Nee, ist glaube ich, ist weg. Problem behoben. Hoffe ich. So, jetzt so gerade bei niedrigen Drehzahlen hat sie jetzt mal, wenn man zu zweit war und jetzt das aus dem Drehzahlkeller quasi hochgesteuert, da kamen immer diese Klappergeräusche. Aber ich höre genau hin und höre nichts. Wip, wip, wip. Ne, nix. Super. Dann kann ich euch jetzt auch gleich zeigen, was wohl das Problem gewesen ist. So. Ist das hier eine Matschepatsche? So, und ich habe hier diese Willibra-Schiene, diese Verstärkung quasi. Und da könnt ihr von hier sehen, hier war normalerweise die Schraube quasi durchgesteckt und von der anderen Seite das Gewinde, wo ich die Mutter drauf geschraubt habe. Da habe ich jetzt, oh Gott, wie kann ich euch das jetzt zeigen? Ich hoffe, ihr seht das. Da ganz hinten, dieses kleine Silberne, ist einfach nur so glatt und rund und hatte das Gewinde dran. Das habe ich quasi jetzt da durchgesteckt. Flachkopfschraube. Flachkopfschraube heißen die? Mal cool, dass ich dabei habe. Ich habe da eine Flachkopfschraube durchgesteckt. Und weil ich glaube nämlich, dass mit ein bisschen Glück könnt ihr das vielleicht sehen. Diese Flachkopfschraube da hinten sitzt jetzt genau ganz dicht neben der Kette. Und das andere mit dem Gewinde war genau über der Kette gewesen. Und ich glaube, dass dann beim Kettenschlag die immer gegen die Schraube gegengekommen ist und dass das das Problem war. Soll ich dir noch einen Profi-Tipp geben? Ja, bitte. Ja, bitte. Wenn du zu Hause bist, dann machst du einfach nochmal ein Foto davon und dann blendest du das ein. Bevor du jetzt da in deinen Quad reinkriegst und versuchst, diese Schraube zu filmen. Weißt du, was das Coole ist? Das hast du schon gemacht. Hab ich wahrscheinlich jetzt schon gemacht, weil du hast mir jetzt gesagt, dann habt ihr das Foto gesehen. Warum ihr das Foto gesehen habt? Weil ich einen Profi-Tipp gekriegt habe. Das ist der Grund, warum ihr gerade das Bild gesehen habt. Oh Mann, ich stehe hier gleich fest. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. So, auf dem Rückweg auch nochmal die Kercheranlage, die Hochdruckreiniganlage anfahren, den Waschpark und mal kurz ein bisschen machen. Auf jeden Fall. Weil so kann ich die ja nicht wieder ins Wohnzimmer stellen. Nee, das geht gar nicht. Na, toll. Deswegen, aber ich habe auch das Bett erst frisch bezogen, deswegen, ich kann meine so auch nicht reinlegen. Also wie gesagt, es hat funktioniert. Wie gesagt, das Klappern ist jetzt weg. Und es war halt ein Problem, was
keiner von euch hat, der nicht auch diese Strebe hier dran hat, weil das war halt, ist dann echt eigene Blödheit gewesen. Ich habe da nie drauf geachtet, weil die ist auch so tief da hinten drinne. Ja, habe ich nie drauf geachtet. Weil es haben so viele reingeschrieben, das klappert da so, was ist da los und hin und her. Das war schon ein paar Videos her, ich weiß gar nicht. Da hatte ich auch eine Zeit lang jemanden hinten drauf gehabt. Genau, der wollte aber nicht gefilmt werden, deswegen hatte ich da quasi auch nicht erwähnt, dass hinten wer drauf sitzt. Und haben alle mal geschrieben, warum klappert die denn so und hin und her? Ja, darum. Wahrscheinlich. Also wie gesagt, wir haben es jetzt ausprobiert, das Klappern ist weg, alles tutti. Ja, das war's auch schon. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen oben da, gerne auch einen Kommentar in diesem, sag ich wie immer. Ciao, haut rein mit Toxic Time.